Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Weste umspielt durch ihre leicht schwingende Form die weibliche Silhouette und kaschiert geschickt mögliche Problemzonen. Zusätzlich strickt das einfache Muster durch die in Längsrichtung angeordneten Noppenstreifen optisch die Figur. Ärmel sind bei dieser Weste nicht vorgesehen. Die Anleitung ist für verschiedene Garnstärken geeignet, da die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Die Weste kann in den Größen 36 bis 50 gehäkelt werden. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Bitte schaut euch das gesamte Video an, ohne etwas zu überspringen, denn sofort nach den Intros erscheinen viele wichtige Informationen, bevor wir mit der praktischen Umsetzung beginnen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden, weil die Maschenzahl sehr einfach angepasst werden kann. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Achtung! Der Verbrauch kann bei Verwendung völlig unterschiedlicher Materialien nicht mehr ausreichend präzise vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Wir häkeln diese Weste in der folgenden Reihenfolge. Wir häkeln einmal die rückwärtige Passe von oben nach unten. Wir häkeln zweimal die vordere Passe von oben nach unten. Wir verbinden die 3 Teile miteinander. Wir schließen die Schulternähte. Wir häkeln den unteren Teil bis zum Bund. Dann häkeln wir den Bund und dann häkeln wir die Abschlusskanten. Und Ärmel habe ich bei dieser Weste nicht vorgesehen. Hier seht ihr die Zusammensetzung der Maschenzahl zu Beginn der Arbeit am oberen Rand. Für das Rückenteil brauchen wir eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 3 zusätzliche Maschen. Für die Vorderteile brauchen wir eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus 2 zusätzliche Maschen. Die Weste wird von oben nach unten in Reihen gehäkelt. Jeder Mustersatz besteht aus 2 Reihen. Die Weste wird unabhängig von der Konfektionsgröße unter den Armen sowie im Rückenbereich weiter als notwendig. Dadurch erhält sie ihre schwingende Fasson, sobald die notwendige Länge erreicht ist. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen.
Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 4 mm und danach häkle ich mit einer 5 mm Nadel weiter. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Achtet darauf, dass die Anfangskette nicht locker wird, so klein wie möglich häkeln und für die Größe 40-42 brauchen wir eine Kette mit 40 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 4 teilbar ist, plus 3. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und bei den Maßen handelt es sich um Mindestmaße, also im Zweifel lieber ein bisschen mehr als weniger. Und wenn ich meine Kette gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Kette ist ca. 40 cm lang. Bei mir sind das 59 Maschen. Die Zahl kann bei euch anders sein. Wichtig ist, ihr habt das passende Maß für eure Größe und eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 3. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 5 mm um. Und wir häkeln hier, wo die schönen Maschen sind. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den ersten Maschenkopf, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und dann häkeln wir noch 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen und dann häkeln wir eine Zweiernoppe. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, die Noppe nicht winzig klein häkeln. Wir maschen alle Fäden ab, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir zusammen ab.
Und wir häkeln jetzt immer 3 Stäbchen. Und in jede 4. Masche eine Zweiernoppe. Am Ende der Reihe müssen 3 Stäbchen übrig bleiben, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Wie gesagt, nach der letzten Noppe müssen genau noch 3 Maschen übrig sein. Und hier häkeln wir 3 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und das ist die Vorderseite. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen. Und dann folgen 2 Stäbchen. Dann sind wir bei der ersten Noppe angekommen und wir häkeln Reliefnoppen um die Noppen der Vorreihe. Wir holen einen Umschlag, wir stechen vor der Noppe ein und hinten durch. Wir holen den Faden durch, nicht zu kurz, ein Umschlag und noch einmal den Faden durchholen, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben, die maschen wir zusammen ab. Dann häkeln wir 3 Stäbchen. Und achtet bei den Noppen darauf, dass sie nicht winzig klein werden, sondern gleich hoch wie die Stäbchen. Einen Umschlag holen, vor der Noppe einstechen, sodass die Noppe auf der Nadel liegt, den Faden heraufholen, ein Umschlag, noch einmal den Faden holen, alle Fäden abmaschen, bis auf 2 und dann die letzten 2. Und dann wieder 3 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir ebenfalls 3 Stäbchen, so wie am Anfang der Reihe. Das war der erste Mustersatz. Wir machen noch einen Mustersatz gemeinsam. Wir wenden die Arbeit. Auf der Rückseite häkeln wir wie immer das Ersatzstäbchen und die vorhandenen Stäbchen bis zur Noppe. Im Moment haben wir 3 Stäbchen und in die Noppe häkeln wir wieder eine Zweiernoppe, also diesmal in den Kopf der Noppe. Eine Zweiernoppe häkeln. Und dann wieder 3 Stäbchen. Und eine Noppe in den Kopf der Noppe aus der Vorreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 3 Stäbchen nach der letzten Noppe. Wir wenden die Arbeit und die zweite Musterreihe ist auf der Vorderseite. Auch die beginnt mit dem Ersatzstäbchen. Und 2 Stäbchen und auf der Vorderseite häkeln wir Reliefnoppen um die Noppen der Vorreihe und dazwischen im Moment 3 Stäbchen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass die Noppen eine ausreichende Höhe erreichen.
sonst zieht sich das so zusammen und das wollen wir nicht. Und wir häkeln abwechselnd 3 Stäbchen, eine Reliefnoppe und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit 3 Stäbchen. Und wir haben jetzt 2 Mustersätze gemacht. Bei mir sind das circa 6 cm und wir häkeln so viele Mustersätze, bis wir circa 12 cm haben. So gemessen, bei mir sind das noch einmal 2 Mustersätze oder 4 Reihen. Wenn ihr ein wesentlich dünneres Material habt, kann es auch sein, dass ihr 2 Reihen mehr braucht als ich. Wichtig, immer den ganzen Mustersatz häkeln, bis ihr circa 12 cm erreicht habt. Dort machen wir dann die erste Zunahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 4 Mustersätze gehäkelt. Ich habe jetzt circa 12 cm und ich empfehle auch, die Breite noch einmal zu überprüfen. Bei mir sind es jetzt circa 41 cm. Das passt sehr gut. Auf 1 cm mehr oder weniger kommt es nicht an. Und jetzt machen wir die erste Zunahme. Auch dieses Maß ist ein ungefähres Maß, ungefähr 12 cm. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln bis zur ersten Noppe und in das Stäbchen vor der Noppe häkle ich noch ein Stäbchen, sodass wir 4 Stäbchen haben und dann häkle ich wie gewohnt die Noppe in die Noppe und dann häkle ich wieder bis zur nächsten Noppe und in das Stäbchen vor der Noppe häkle ich 2 Stäbchen, sodass wir zwischen den Noppen 4 Stäbchen haben. Ganz am Ende der Reihe mache ich es ein bisschen anders, aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe immer 4 Stäbchen, eine Noppe gehäkelt. Am Ende haben wir noch 3 Maschen übrig und hier häkle ich zuerst ein Stäbchen und ich häkle die 2 Stäbchen in das vorletzte Stäbchen, damit die Zunahme nicht ganz am Rand ist. Aber ganz wichtig ist, dass auch hier 4 Stäbchen sind. Und wir wenden die Arbeit. Und jetzt häkeln wir immer 4 Stäbchen, eine Reliefnoppe und zwar bis zum angegebenen Maß für eure Größe. Das Muster bleibt im Prinzip genau gleich, nur dass wir jetzt 4 Stäbchen zwischen den Noppen haben. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 40-42 circa 23 cm erreicht. Ihr habt euer Maß ebenfalls erreicht. Wir haben ganze Mustersätze gehäkelt. Wir häkeln jetzt noch eine Rückreihe mit Zunahmen und wir starten wie immer mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln alle Stäbchen bis zur Noppe. Und in das Stäbchen vor der Noppe häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir 5 Stäbchen haben. Dann häkeln wir wie gewohnt die Noppe und immer zunächst 4 Stäbchen.
und noch ein Stäbchen in die Masche vor der Noppe und dann wieder die Noppe. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Im letzten Abschnitt häkle ich ins vorletzte Stäbchen 2 Stäbchen, sodass die Tonnahme nicht ganz am Rand ist und noch ein Stäbchen ganz am Ende. Wir müssen jetzt überall 5 Stäbchen zwischen den Noppen haben und damit ist die rückwärtige Passe fertig. Wir häkeln eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest und wir sehen uns gleich bei den Vorderteilen wieder. Für das Vorderteil häkeln wir wieder eine Anfangskette im elastischen Anschlag. Diesmal muss die Maschenzahl ein Vielfaches von 3 sein plus 2 zusätzliche Maschen. Ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke und auch die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Für die Größe 40-42 mache ich zum Beispiel circa 14 cm und bei mir sind das 20 feste Maschen. 18 ist durch 3 teilbar plus 2 ergibt bei mir 20 Maschen. Ihr schaut, dass ihr das angegebene Maß erreicht und eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus 2 Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, steigen wir wieder auf eine dickere Häkelnadel um. Ich habe die Anschlagskette wieder mit der 4 mm Nadel gemacht und jetzt verwende ich eine 5 mm Nadel. Und wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche und wir häkeln noch ein Stäbchen in die nächste Masche und dann häkeln wir eine Zweiernoppe und dann häkeln wir immer 2 Stäbchen und eine Noppe. Zwei Stäbchen und eine Noppe und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen nach der letzten Noppe, so wie sie begonnen hat. Und in der Hinreihe häkeln wir die Maschen wieder so, wie sie erscheinen. Wir häkeln zuerst das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen und dann eine Reliefnoppe um die Noppe der Vorreihe und dann wieder 2 Stäbchen und eine Reliefnoppe. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit 2 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Und wir wiederholen nun diese beiden Reihen, bis wir ungefähr 9 cm erreicht haben. Und das gilt für alle Größen. Und wenn ihr circa 9 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe circa 9 cm erreicht. Wir wenden die Arbeit und machen in gewohnter Weise
auf der Rückseite die Zunahmen. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und in das Stäbchen vor der Noppe häkeln wir 2 Stäbchen und dann die Noppe in die Noppe, ein Stäbchen, 2 Stäbchen in eine Masche und die Noppe in die Noppe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben 3 Stäbchen zwischen den Noppen und am Ende der Reihe häkle ich wieder die Zunahme ins vorletzte Stäbchen und dann noch ein Stäbchen. Und wie gesagt, wir haben jetzt überall 3 Stäbchen und wir häkeln weiter, bis wir ein Maß von ca. 17 cm erreicht haben. Auch dieses Maß gilt für alle Größen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 17 cm erreicht. Wir wenden die Arbeit und in der nächsten Reihe machen wir wieder Zunahmen. Wir häkeln das Ersatzstäbchen und 2 Stäbchen und in das Stäbchen vor der Noppe häkeln wir noch ein Stäbchen und dann die Noppe und so weiter. Wir erhöhen auf 4 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe habe ich die Zunahme ins vorletzte Stäbchen gemacht, wie gewohnt. Und wir wenden die Arbeit. Und jetzt häkeln wir genau gleich viele Mustersätze wie beim Rückenteil. Also zählt die Mustersätze ohne diese letzte Reihe. Hier kommt dann noch einmal eine Zunahme. Wichtig ist, dass die Teile genau gleich viele Reihen haben. Und wir häkeln also jetzt gleich viele Mustersätze wie beim Rückenteil und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe gleich viele ganze Mustersätze gehäkelt wie beim Rückenteil. Eine Reihe fehlt noch. Die letzte Reihe ist eine Rückreihe und hier erhöhen wir jetzt auf 5 Stäbchen zwischen den Noppen und natürlich auch am Rand. Überall 5 Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe überall auf 5 Stäbchen erhöht. Beide Teile haben genau gleich viele Reihen und hier beim ersten Vorderteil häkeln wir eine Luftmasche, schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Und jetzt häkelt ihr genau dasselbe Teil noch einmal, aber diesmal am Ende den Faden nicht abschneiden. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Vorderteil genau gleich gehäkelt wie das erste. Alle 3 Teile haben genau gleich viele Reihen und bei allen Teilen haben wir 5 Stäbchen zwischen den Noppen. Und hier habe ich den Faden dran gelassen und jetzt setzen wir die Teile zusammen. Und wir häkeln zunächst das erste Vorderteil im gewohnten Muster auf der schönen Seite mit Reliefnoppen hinüber. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe hinüber gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, nehme mir das Rückenteil
und häkle beim Rückenteil wie gewohnt weiter. 5 Stäbchen, eine Reliefnoppe, so wie gewohnt. Und wenn ihr das Rückenteil gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe das Rückenteil im gewohnten Muster gehäkelt. Wir häkeln eine Luftmasche, wir nehmen das zweite Vorderteil und häkeln im gewohnten Muster auf dem Vorderteil weiter. Immer 5 Stäbchen und eine Reliefnoppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben alle 3 Teile miteinander verbunden und jetzt häkeln wir wie gewohnt die Rückreihe, 5 Stäbchen, eine Noppe, bis wir unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Hier haben wir in der Vorreihe eine Luftmasche gehäkelt und in diese Luftmasche häkeln wir eine zusätzliche Zweiernoppe. Und dann häkeln wir das Rückenteil im gewohnten Muster. Unter dem anderen Arm macht ihr ebenfalls in die Luftmasche eine neue Noppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Unter den Armen haben wir jetzt ebenfalls eine Noppe und wir häkeln jetzt die Weste gerade hinunter, immer dieselben 2 Reihen, 5 Stäbchen, eine Noppe und wegen der Länge schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke. Am Schluss kommt noch ein kleiner Bund dran und damit ihr eine Anprobe machen könnt, könnt ihr die Schulternähte schon schließen, zwischendurch irgendwann einfach das Ganze umdrehen, sodass die schöne Seite innen ist und mit Überwendlingsstichen die Nähte schließen. Achtet darauf, dass die Schulternähte genau gleich breit sind. Im Moment erscheint die Weste im Rücken zu weit, das muss auch so sein, damit sie später schön über die Hüften fällt. Falls ihr sehr breite Hüften habt, könnt ihr zum Beispiel auf Taillenhöhe noch einmal eine Zunahmereihe einbauen. Das müsst ihr durch eine Anprobe herausfinden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, meine Jacke hat eine Gesamtlänge von ca. 60 cm erreicht. Ich habe mit einer Reihe auf der schönen Seite vorläufig geendet und Hinweis zum Bund: Falls ihr eine zusätzliche Zunahmereihe eingebaut habt, könnt ihr einfach im gleichen Muster wie bisher weiter häkeln, bis zur gewünschten Länge der Weste. Das Bundmuster geht sich nur aus, wenn ihr zwischen den Noppen 5 Stäbchen habt. Der Bund ist nur ein Designelement und nicht zwingend erforderlich. Wir häkeln jetzt eine Reihe auf der Rückseite und die machen wir ein bisschen anders. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen und in das dritte Stäbchen häkeln wir eine neue Noppe, dann wieder 2 Stäbchen und in die vorhandene Noppe ebenfalls eine Noppe und dann wieder 2 Stäbchen
Und in das dritte Stäbchen häkeln wir eine neue Zweiernoppe. 2 Stäbchen und in die vorhandene Noppe ebenfalls wieder eine Noppe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Noppe und 2 Stäbchen, so wie sie begonnen hat. Und wir wenden die Arbeit und wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen und häkeln noch ein Stäbchen und dann häkeln wir alle Noppen als Reliefnoppen. 2 Stäbchen und eine Reliefnoppe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir, bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich mache nur noch 2 Reihen und ihr macht so viele Reihen, wie ihr möchtet. Immer alle beide Reihen häkeln. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe mit einer Reihe auf der schönen Seite vorläufig geendet. Und jetzt häkeln wir an den vorderen Kanten weiter. Ich mache nur eine Reihe mit verlängerten festen Maschen. Wir beginnen mit einer Luftmasche und wir häkeln immer um die Randstäbchen herum 2 verlängerte feste Maschen. Wir stechen ein, holen den Faden durch, ziehen den Faden nur durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In dieselbe Lücke noch einmal einstechen, den Faden durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Und das machen wir immer 2-mal pro Randmasche. Und das machen wir bis zur Schulternaht und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Schulternaht angekommen und hier müsst ihr einfach schauen, dass kein Loch entsteht. Hier bei der Naht eine verlängerte feste Masche häkeln und dann in jede vorhandene Masche der Anschlagskante eine verlängerte feste Masche häkeln. Und hier steche ich tief ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Und dann häkelt ihr auf der anderen Seite wieder hinunter und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Hier habe ich 2 verlängerte feste Maschen um das letzte Randstäbchen gehäkelt und ich häkle noch eine verlängerte feste Masche ins erste Stäbchen der unteren Reihe, so dass wir hier eine schöne Verbindung haben. Dann häkle ich eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und jetzt häkeln wir noch eine Runde verlängerte feste Maschen um die Armlöcher herum und hier würde ich in der Noppe unter dem Arm anschlingen
und hier mit den verlängerten festen Maschen beginnen. Und dann einfach einmal rundherum pro Reihe 2 verlängerte feste Maschen häkeln, am Ende mit einer Kettmasche zur Runde schließen und das macht ihr bei beiden Armlöchern so und dann ist unsere tolle Weste fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.